Wir schauen auf Vonovia. So wie ich das vorhin gesehen habe, einer der schwächsten Werte im DAX, minus 5,5% geht es hier nach unten. Und die Erklärung ist relativ schnell zur Hand. Wir haben natürlich stark steigende Ölpreise aufgrund der neuen Kriegsausbrüche im Iran. Da hatten wir am Anfang der Sendung jetzt schon kurz drüber gesprochen. Höhere Ölpreise setzen sofort wieder Inflation unter Druck. Das heißt, hier rechnet man von Seiten der Anleger direkt wieder mit einer stärkeren oder auch wieder ansteigenden Inflation. Das heißt, so ein kurzfristiger Ölpreisschock, wenn wir ihn nochmal bekommen sollten, und die ersten kleinen Ausläufer, die sehen wir eben heute schon, die würden dann am Ende vielleicht dafür sorgen, dass die Inflation doch wieder stärker anzieht. Eine stärker anziehende Inflation sollte dafür sorgen, dass wir vielleicht hier weitere Zinsanhebungen sehen, dass die Zinsen also am langen und am kurzen Ende dann auch wieder ansteigen. Ja, und das wäre natürlich wieder für Immobilienwerte eher negativ. Und deswegen sehen wir heute hier diesen deutlichen Druck auf der Vonovia-Aktie. Insgesamt muss man aber sagen, Vonovia, ja, wenn wir so uns hier über die längere Zeit anschauen, übergeordnet, schlicht und ergreifend in einem Abwärtstrend gefangen. Ja, das ist hier auch immer noch so. Wir haben also hier inzwischen eine relativ lange Sequenz fallender Hochpunkte und fallender Tiefpunkte. Das ist also die übergeordnete Sequenz. Ja, und dann muss man eben auch so ehrlich sein und sagen, hey, vielleicht ist das, was wir hier gesehen haben, im Prinzip nichts anderes als eine weitere bearische Konsolidierung, die wir in der letzten Zeit öfter gesehen haben. Und vielleicht macht die Aktie nochmal den Versuch, hier nach unten rauszugehen. Von der Bewertung her sieht es bei Vonovia so aus, dass wir hier bei einem 12,7er Kurs-Gewinn-Verhältnis stehen. Wir sind also im Vergleich zum Mean über die letzten 5 Jahre jetzt hier auch nicht wirklich im Schnäppchenbereich. Ne? Das muss man auch noch mal ganz klar so festhalten. Und von daher würde ich sagen, sehe ich prinzipiell hier auch noch Downside-Potenzial in der Aktie von Vonovia. Ich wäre sehr vorsichtig, hier jetzt schon ins fallende Messer reinzugreifen. Mal gucken, vielleicht stabilisieren wir uns dann wieder hier am 20-Euro-Niveau, dann könnte das Ganze wieder ganz interessant sein für die Oberseite. Aber für den Moment wäre das ein Basiswert, bei dem ich eher vorsichtig bin. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.